Das Frankfurter Westend, ein Villenviertel. Im August 1996 meldet ein Anwohner bei der Polizei einen verdächtigen weißen Kastenwagen. Dann fällt der weiße Fiat Ducato erneut auf, in einem Gewerbegebiet keine 5 Kilometer entfernt. Nachbarn hören Hilferufe, sehen den weißen Ducato und einen schwarzen Geländewagen direkt vor der Firma des Unternehmers Jakob Fischmann, der im Westend auch eine Villa besitzt. Jakob Fischmann ist wohl aus seinem Fahrzeug herausgezerrt worden. Bei den Untersuchungen wurden verschiedene Blutspuren entdeckt, die eben auf eine Kampfsituation hindeuteten. Es wurde auch die Uhr des Geschädigten im Fahrzeug aufgefunden. Das war eben die Ausgangssituation. Wir haben eine Entführungslage. Am nächsten Tag klingelt bei Familie Fischmann das Telefon. Zu hören ist eine Tonaufnahme mit der Stimme von Jakob. Das ist eine Tonkassette. Ein persönlicher Anruf von mir ist den Leuten zu gefährlich. Sie erhalten einen Anruf hinsichtlich der Geldübergabe. Wenn die Polizei eingeschaltet ist, wird die Übergabe sofort abgebrochen und ich bin tot. Hubert Hart ist der leitende Oberstaatsanwalt. Ein Erpresserbrief taucht auf. Die Forderung 3,5 Millionen D-Mark. Übergabeort eine Schallschutzmauer an der A3 bei Frankfurt. Die Beamten der Polizei, die wissen ganz genau, dass man in der Kontaktaufnahme mit einem Erpresser natürlich alles unterlässt, was den reizen könnte, wütend machen könnte. Trotz des Risikos zahlt die Familie nicht. In einem Brief, den sie an der Schallschutztür ablegen lässt, fordert sie ein Lebenszeichen von Jakob Fischmann. Die Entführer schreiben, er sei verletzt, aber soweit okay. Jetzt fordern sie 500.000 Mark mehr als Strafe. Ort der geplanten Übergabe, ein stillgelegter Autobahnparkplatz an der A3 bei Idstein. Das ist natürlich vom Täter geschickt gewählt gewesen, denn da ist natürlich Bewegung. Da sind viele Autos, viele Personen und sie können natürlich das Überwachungsnetz nicht so eng gestalten, dass der Täter sofort merkt, dass da Polizei vor Ort ist. 4 Millionen Mark Lösegeld werden deponiert und der Entführer entkommt. Doch den Beamten, die die Autobahn observieren, fällt etwas auf. Der Wagen wurde dann von der Polizei kurz nach einer Ausfahrt gesehen. Den Polizeibeamten war aufgefallen, dass derselbe Wagen an einem Parkplatz gesehen wurde, vorher allerdings mit einem anderen Kennzeichen. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Geländewagen, der erst ein polnisches, kurz danach ein Offenbacher Kennzeichen trägt. Der Halter ist der 48-jährige Rainer K. aus Langen bei Frankfurt. Jetzt geht es darum, die Vorgeschichte zu ermitteln. Und da hat ja dann der in Verdacht geraten auch eine beachtliche Karriere schon vorher hingelegt gehabt. Es stellte sich dann heraus, dass er an weiteren Entführungen beteiligt gewesen war und auch davor schon wegen Totschlags eine zeitige Freiheitsstrafe bekommen hatte. Der Bungalow von Rainer K. in Langen, südlich von Frankfurt, wird rund um die Uhr überwacht. Was die Polizei nicht ahnt, die Ex-Frau von Rainer K., die bei der Mainzer Polizei arbeitet, sieht die Suchanfragen im Polizeicomputer und informiert den Verdächtigen. Rainer K. ist jetzt gewarnt und das Entführungsopfer Jakob Fischmann in großer Gefahr. Die Polizei ging damit aber erst gestern an die Öffentlichkeit, nachdem Fischmann trotz einer Lösegeldübergabe von 4 Millionen Mark nicht freigekommen war. Wo ist Jakob Fischmann? Friert er? Leidet er? Lebt er überhaupt noch? Eine Frau aus Wiesbaden-Freudenberg meldet sich bei der Polizei. Sie habe spät abends einen Mann in einem Nachbargarten beobachtet, der etwas vergräbt. Die Polizei überprüft die Eigentümer. Ein Volltreffer. Das Haus gehört den Eltern von Rainer K. In den frühen Morgenstunden findet die Polizei in dem Garten von K.s Eltern in Wiesbaden-Freudenberg die 4 Millionen Mark. Auf einer Pressekonferenz wird mitgeteilt, dass das Landeskriminalamt 5 Tatverdächtige festgenommen hat. Darunter Sven und Rainer K. und seine dritte Ehefrau Renate. Im Verhör gesteht nur Sven, der Sohn, die Entführung, sagt, er sei seinem dominanten Vater Rainer hörig.
Doch wo ist Jakob Fischmann? In einem Fernsehinterview appelliert die inzwischen freigelassene Renate K. an ihren Ehemann. Rainer, du hast nichts mehr zu verlieren und sag, wo der Herr Fischmann ist. Und wenn er auch nicht mehr lebt, das muss ein Ende haben. Die schlimme Tatsache oder die lange Zeit, es muss ein Ende haben, auch für die Familie Fischmann. Vater Rainer bleibt stumm. Doch der Sohn Sven packt schließlich aus. Jakob Fischmann sei nicht mehr am Leben. Am 19. Oktober findet die Polizei in der Nähe von Idstein seine stark verweste Leiche. Samstag, 19. Oktober. Die Polizei hat verloren. Um 12:10 Uhr finden sie den Leichnam unter Laub und Ästen. Ist schon bekannt, wir können bestätigen, dass eine Leiche gefunden worden ist. 3 Wochen nach der Entführung wird Jakob Fischmann auf dem jüdischen Friedhof in Frankfurt beigesetzt. Am Frankfurter Landgericht beginnt am 2. Oktober 1997 der Prozess gegen Rainer K. und seinen Sohn. Die zentrale Frage: Wer hat Jakob Fischmann entführt und wer hat ihn getötet? Ich habe wissentlich nicht zu seiner Entführung beigetragen und habe vor allem nicht ermordet. Ihr Sohn sagt, dass Sie seien gemeinsam mit Herrn Fischmann allein in den Wald hineingegangen. Das ist nicht richtig.